Jedes Bild hat eine Geschichte. Es gibt aber auch viele Geschichten ohne Bilder. Es gibt tausende von anonymen Geschichten, die im Begriff sind zu verschwinden. Es gibt reale und fiktive Geschichten. Es gibt lustige und traurige Geschichten. Und es gibt Geschichten, die ihr Leben verändern können. Mein Name ist Ferdi und ich möchte mit Ihnen Geschichten finden, die es nicht verdienen, vergessen zu werden. Und diese mit einem Foto verewigen. Ein kleiner Straßenjunge sah einen Luftballonverkäufer. Er war so fasziniert von den Ballons, dass er ihm folgte. Staunend betrachtete er die vielen bunten Ballons, die in der Luft schwebten, wie sie sich bewegten, als hätten sie ein Eigenleben. Als der Ballonverkäufer anhielt, um sich auszuruhen, blieb auch der Junge stehen. Der Junge sammelte all seinen Mut zusammen und sagte: »Wussten Sie, dass ich noch nie einen Ballon hatte?« Der Mann schaute ihn an und fragte: »Hast du Geld?« »Ja«, antwortete der Junge, 50 Cent. Der Mann sagte ruhig: »Ein Ballon kostet aber 1,50. Der Junge senkte den Blick. »Das ist alles, was ich habe.« »Dann komm doch wieder, wenn du 1,50 hast. Mich sieht man oft in der Gegend.« »Ich verstehe«, flüsterte der Junge, während er die Ballons ansah. So schwer es ihm auch fiel, drehte er sich um und ging langsam davon. Auch der Ballonverkäufer setzte seinen Weg fort. Nach ein paar Schritten blieb der Junge stehen und blickte zurück zu den Ballons. Er drehte sich um und konnte kaum glauben, was er da sah. Die Ballons hatten sich aus der Hand des Mannes gelöst und blieben in den Ästen des großen Baumes hängen. Der Junge beobachtete gespannt, was passierte. Da rief der Mann: »Kleiner, wenn du die Ballons vom Baum holst, schenke ich dir einen.« Das Angebot ließ den Jungen vor Freude fast platzen. Er rannte sofort unter den Baum, zog seine alten kaputten Schuhe aus und begann zu klettern. Es war ein Akazienbaum. Die Dornen taten ihm weh, aber er ignorierte den Schmerz. Schritt für Schritt näherte er sich sein Ziel. Oben angekommen, löste er vorsichtig die Seile, die sich um die Äste gewickelt hat, und reichte dem Mann einen Ballon nach dem anderen herunter. Doch einer der Ballons blieb ganz oben hängen. Es war zu weit entfernt, um ihn zu erreichen. Der Junge versuchte es, aber es war zu gefährlich. Schließlich stieg er wieder herunter und sagte: »Du wolltest mir einen geben. Welcher ist es?« Der Ballonverkäufer wischte sich mit dem Handrücken die Nase ab, sah ihn an und sagte: »Deiner ist der noch auf dem Baum hängt, mein Kleiner.« Dann drehte er sich um und ging. Der Junge stand da, wie versteinert. Er war zu müde und schockiert, um weiterzugehen. Er setzte sich auf den Bordstein, sah dem Ballonverkäufer nach und blickte dann lange auf den leuchtenden Ballon zwischen den Zweigen. Mit einem kleinen Lächeln murmelte er: »Egal, auch wenn er dort bleibt, ist es trotzdem mein Ballon.« Dieser Junge und auch der Ballonverkäufer, das sind wir. Beide leben in uns. Der eine hält fest, mit Angst, es zu verlieren. Der andere schaut mit offenen Augen. Alles um uns sind wie diese Ballons. Geld, Macht, Liebe, Zeit. Vielleicht geht es nicht darum, alles zu besitzen. Vielleicht geht es darum, etwas zu berühren, das größer ist als wir. Etwas, das du nicht festhalten kannst, aber das trotzdem dir gehört.
Wie die Ballons im Baum. Hoch oben aus Reichweite, aber trotzdem deins.